So, nach 620 Kilometern und 7 Stunden im Auto sind wir jetzt endlich in Italien und in der Unterkunft angekommen. Jetzt checken wir mal ein. Hier mal ein kurzer Überblick über unsere erste Unterkunft. Genau, jetzt da mal ein bisschen die Beine entspannen. War ein bisschen anstrengend die Fahrt. Passt. Dann sieht man sich wahrscheinlich morgen oder vielleicht noch mal kurz in Ravenna. So, die haben auch gut geschlafen. Jo, bauen wir mal auf. Guten Morgen. Jetzt haben wir gut gefrühstückt. Matthias ist gerade noch beim Aufpacken vom Fahrrad. Ja, da haben wir einen kleinen Zuzieher. Knopf, knopf. Und hier mal eine Übersicht über die gesamte Tour. Wir starten dabei in Ravenna, streifen den Parco Regionale del Delta del Po und fahren dann in den Süden vorbei an Imola. Wir besuchen am zweiten Tag Bertinoro. Tag 3 führt uns durch eine toskanische Landschaft bis nach Penampilli. Am 4. Tag besuchen wir San Leo und werfen Blicke auf San Marino. Und am 5. und letzten Tag geht's wieder ans Meer und zurück bis nach Ravenna. Insgesamt führt uns die Tour 591 Kilometer und 8460 Höhenmeter durch die Emilia-Romagna. Und der Ort, wo wir heute hin müssen, ist Faenza. Eigentlich nur 28 Kilometer entfernt. Aber wir machen einen minimalen Umweg und die Strecke wird heute sein ca. 148 Kilometer, aber dafür nur 800 Höhenmeter. Naja. Ui. So, guter Start schon mal. Bisher ist immer gar nichts los. Heute haben wir ja Ostersonntag und wir spekulieren ein bisschen drauf, dass uns eben der Ostersonntag freie Straßen bringt. Schön wär's, oder? Ja. Ja. Jetzt geht's mit der Fähre rüber. Also die Angst ist schon mal hinfällig, sie fährt. Hast du Geld? Ah, schau, da sind Flamingos. Ja, wunderschön da. Ich werde es dann unten einblenden, wie der See heißt. Weil so wie wir uns immer informieren, wissen wir das natürlich nicht. Und um genau zu sein, handelt es sich nicht um einen See, sondern um eine Lagunenlandschaft. So, die Karin hat sich schon ein bisschen mehr angezogen inzwischen. Armlinge sind es geworden. Sie ist nicht ganz fit nämlich. Also vor 2 Tagen, glaube ich, hat sie angefangen mit Halsschmerzen. Und jetzt hat er ein bisschen verkühlt und ja, einfach under the weather. So. Ui. Strada Bianchi. Wunderschön. Leckere Pause. Schmeckt so gut, wie es ausschaut. Ah, okay. Zumindest das. Fruchtig. Erdbeeren. Also wir sind hier, da bei dem Roten. Und da sieht man es auch noch mal genau. Genau. Schau mal, zeig mal, wo wir rübergefahren sind. Wir sind von da. Genau. Da rüber, genau. Und das da rum und dann wieder runter. Naja, da fehlt eine Brücke. Scheiße. Okay. Ja, zum Glück haben wir heute nur 150 Kilometer, gell? Jetzt werden es ein bisschen mehr. Jetzt fahren wir nochmal zurück. Einmal durch die Pampa, Privatweg. So, jetzt sind wir schon gespannt. Wahrscheinlich fehlt da vorne auch wieder irgendeine Brücke. Wir werden es sehen. Inzwischen befinden wir uns schon wieder am Rückweg. Leider war, wie befürchtet, die Brücke gesperrt. Jetzt geht es wieder retour. Wir fahren jetzt nochmal um den ganzen Park herum, weil alle Brücken weg sind oder zu sind. Also werden es ein paar Kilometer heute mehr. Strong woman. Sehr schön. Gut.
Fish. Das war sehr elegant. Okay. Wie ein Cowboy. Ja, Pause, oder? Pause. Ja. Pause. Essenspause. Ja. Ich glaube, wir brauchen einfach was. Jetzt haben wir geschaut, 85 Kilometer sind es noch. Wir kommen jetzt dann so auf 166 Kilometer heute. Ja, waren das plant, eindeutig. Und die Höhenmeter kommen erst noch. Ja. Ja, du hast gesagt, wir haben immer zu wenig Videos vom Essen. Oh ja? Ja. Wir essen echt wenig. Ah ja, aber der hat ja Schiss, gell? Alles okay. Karin sucht gerade Handschuhe. Sie hat es gefunden. Ich habe dabei schon mal gut gegessen. Also die helfen echt. Ich habe mir nämlich nach der letzten Tour Handschuhe gekauft. Das erste Mal, dass ich sie heute ausprobiere. Weil ich ganz einfach merke, bei diesen langen und jeden Tag fahren Touren, irgendwann tun die Handballen weh und Karpaltunnel und ja. Probieren wir das einmal aus, ob es hilft. Ich hoffe, dass meine Hände dann nicht so witzig ausschauen. So, nächste Sperre. Hier haben wir heute ein echt beeindruckendes Rennen, schön laut. Aber leider können wir jetzt nicht den originalen Weg fahren, wegen dem Rennen. So, ich hoffe, das hat man jetzt am Video echt ein bisschen gehört und man hört es immer noch. Das war jetzt Imola. Also wir sind ja beschämenderweise, obwohl wir Radfahrer sind, echte Formel 1 Fans. Ist jetzt zwar nicht die Formel 1, die da gerade fährt, aber es klingt so geil. Oh, ich habe gesagt Gänsehaut, herrlich. Wir haben die Höhenmeter schon richtig vermisst und ist auch gut für die Stimmung, wenn man mal wieder was sieht. Da, richtig schön hügelig. So, wir haben uns ja die Anstiege gewünscht. Jetzt geht es mal richtig schön rauf. Aber wunderschön da zu fahren. Gott, oh Gott. Ein bisschen viele Hunde, aber die meisten bisher waren alle hinter Zäunen. Das beruhigt. Da geht's rauf. Herrlich. Oh! Shit. Wow. So, leider müssen wir weiter, aber ein bisschen was nehmen wir schon mit. So, der letzte und längste Anstieg des Tages beginnt. 235 Meter rauf und am Ende jetzt, glaube ich, ziemlich steil. Ja. Und dann sind wir froh, wenn es geschafft ist, nach 165 Kilometern. Ja, die Beine tun schon ein bisschen weh. Hundekonzert. Es schlängelt sich rauf. Herrlich. So, da ist wieder richtig schön. Jetzt haben wir noch 6 Kilometer bis Faenza. Hier sollten um 18:59 Uhr dort sein, also perfekt, genau in der Zeit. Und hoffentlich eine Pizza finden, holen und mampfen. Juhu. Das da
Nach 165 Kilometern sind wir endlich in der Unterkunft angekommen. Sie ist echt ein Hammer. Und der Empfang war auch ein Hammer. Da ist die ganze Familie rausgekommen, Schwester, Kinder, alle. Fast keiner hat irgendwie nur Englisch geredet, alle Italienisch, bla bla bla. Ey, so cool. Ja, die haben gerade heute Ostersonntag gefeiert. Ja. Das ist einmal die Küche, die werden wir leider nicht benutzen können. Das wäre das Wohnzimmer. Ja, also wenn wir uns heute auf die Nerven gehen, haben wir definitiv genug Platz. 2 Schlafzimmer. Genau, es war ganz lustig. Sie haben auch nett gefragt, ob wir überhaupt ein Couple sind. Also, oder ob wir 2 Betten brauchen. Genau. Und das wäre dann so das Schlafzimmer. Gut, jetzt. Pizza holen. Genau. Ja. Mahlzeit. Ciao. Ciao. Pizza. Jetzt gibt's Pizza. Oh mein Gott. Okay. Mahlzeit. So, da. Wir haben schon wieder zusammengepackt. Jo, jetzt schauen wir mal nach Faenza rein. Hoffentlich finden wir was zum Frühstücken. Und dann geht's rauf in die Hügel. Gell? Yay! Yay! Und wir sind unterwegs. Ostermontag. Hier ist alles wie ausgestorben. Herrlich. Einmal durch Faenza. Geil. Wunderbar. So, wir sitzen gerade beim Frühstück. Und ja, der Matthias ist ein bisschen eskaliert. Was? Also, irgendein Toastbrot, Croissant, Schoko, whatever. Ja. Also, oh, das ist ein richtiges Croissant. Es ist ein Croissant. Okay. Ja. Mahlzeit. 3 Minuten später. Die hungrigen Monster. Aber es war echt saugut. Richtig italienisches Frühstück. Aber der Strezi ist uns jetzt natürlich übrig geblieben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den irgendwie halbwegs heil in die Taschen kriegen. Naja, wird halt dann ein flaches Croissant. Passt schon. Okay, wir probieren's. Wie geht's dir denn heute so? Ja, geht. Geht schon. Müde von gestern. Gesundheitlich immer noch nicht ganz fit. Aber irgendwie am Rad geht's besser, wie wenn ich nur herumliege. Keine Links Ahnung. ab, gell? Ja, das ist. Jetzt geht's auf die richtig schöne kleine Seitenstreifen. So mögen wir das doch, oder? Herrlich da. Da geht's ganz schön rauf. Bis zu 15% Grad. Aber nur noch 50 Höhenmeter. So, das erste Mal auf Schotterhaut. Also bisher, ja, der Tag fängt eindeutig besser an als der gestrige. Mit viel Höhenmeter, aber halt welche, die halt wahnsinnig schön sind. Schaut es euch jetzt an. Es hört nicht auf. Voll viel Mountainbike unterwegs. Das scheint wohl eine sehr bekannte Route zu sein. Aber naja, ist auch nachvollziehbar. Bei den Ausblicken. Wahnsinn. Wir haben ja gestern am Abend dann die ganzen Zuckerreserven aufgefuttert, weil wir ein bisschen im Unterzucker waren, glaube ich. Ja, jetzt waren wir auf der Tankstelle und haben wieder ein bisschen eingekauft. Das rettet uns das Leben am Abend. So, fast oben.
Herrlich schlängelt sich darauf. Wunderschöne Serpentinen. Ja. Dann sind wir schon gespannt, wie es da oben ausschaut. Ciao. Hey. Wunderschön. Jetzt sind wir mal auf einer Superstrada, also Bundesstraße. Die ist leider ziemlich stark gefahren. Und wie man es von den Italienern gewohnt ist, überholen sie leider oft mal echt knapp. Naja, das sind jetzt so um die 10 Kilometer. Leider gibt es ja keine Alternative. Und dann geht es, glaube ich, wieder auf ein bisschen angenehmeren Straßen entlang. Da brauchst du keine Hunde mehr. So, jetzt sieht man schon ein bisschen besser, glaube ich. Da oben, da gibt's hoffentlich guten Kaffee. So, da haben wir schon einen wahnsinnig schönen Blick drauf. Okay, dezent. So, was machen wir jetzt? Ja, wir haben 49 Kilometer. Das heißt, vor uns sind dann noch 49. Also Ja. wir haben genau Halbzeit. Perfekt. So, wir hätten uns jetzt entschieden. Vorher waren wir noch kurz da oben. Allerdings ist es jetzt gerade nicht so gemütlich hier draußen zu sitzen. Schaut der Matthias noch einmal, ob er woanders was findet. Piadinas gibt es da unten voll viele. Okay, wir fahren zu den Piadinas. Ah, das ist das da. Es gibt Essen. Oh, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. So, da. Da haben wir jetzt wunderbar gegessen. War fast ein bisschen zu viel. Für den Preis eigentlich eher Wahnsinn gewesen. Also das war eigentlich ein Mittagessen. Aber, na, sau gut. Oh ja, das ist steil. Ah, wunderschön da rum. Ah, ich glaube, das wird sich schon lohnen. Ich glaube, da haben wir jetzt einen guten Ausblick. Wie wir uns zwei Italienerinnen jetzt beim Essen verraten haben, muss man da unbedingt rauf. Allein für den Ausblick. So. Wunderbar. Hi, Bernd. Hi. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist cool da aussieht. Ah, da kannst du vielleicht schon. So, zum Glück haben wir da jetzt nochmal ums Eck geschaut. Das lohnt sich. Schatz, man hat eine Sicht. Cool. So, da. Jetzt ist Sightseeing vorbei. Jetzt geht's wieder runter. Zwischendurch mal was essen, ist echt kein Fehler. Das haben wir ja früher eigentlich immer ein bisschen vernachlässigt. Da haben wir vielleicht mal einen Riegel gegessen auf so einer Tour. Jetzt schauen wir eigentlich schon, oder wir versuchen es drauf zu schauen, dass wir dazwischen was Vernünftiges essen. Ist die Stimmung besser, das Energielevel ist höher. Da geht's Richtung Polenta. Auch schön. Das esse ich lieber. So, da.
Jetzt sind wir in Meldola. Das wäre eigentlich 36 Kilometer vom Ziel die letzte Möglichkeit gewesen, was zu essen. Aber glücklicherweise hat uns unsere Unterkunft heute geschrieben, dass es dort auch noch was gibt am Abend. So, jetzt wird es wieder steil. Letzter Anstieg. Jetzt sind es noch 4 Höhenmeter, dann haben wir es geschafft. Nur noch zur Unterkunft geht es ein bisschen rauf. Aber wir sind ganz schön K.O. Also eigentlich haben wir uns ja vorgenommen, zum Saisonstart ein bisschen was Gemütlicheres zu fahren. Deshalb eben auch Emilia Romagna. Aber irgendwie werden es trotzdem wieder jeden Tag um die 100, um die 2.000 bis 2.500 Höhenmeter. Ja, keine Ahnung. Ja. Na dann. So, noch 800 Meter. Wir sind schon gespannt, wo wir da hinkommen, gell? Das schaut gut aus. So, das ist, glaube ich, die Unterkunft. Okay, das lassen wir gelten. Hoffentlich müssen wir die Räder nicht da auftragen. So, jetzt stehen wir gerade da und der Matthias probiert, ob er da jemanden erreicht. So, angekommen. Wunderbar. Und jetzt machen wir eine kurze Führung. So. Also es ist ein sehr kleines Zimmer, aber es ist... Im Gegensatz zu gestern. Ja genau, gestern war es eher fast schon übertrieben groß. Das ist... it. Kleiner, fein. Kleiner, aber fein. Ja, ich denke auch. Also ich glaube, das passt echt gut. Ja, das ist immer das bei uns und unsere Unterkünfte. Wir buchen halt meistens das günstigste bei jeder Unterkunft. Das ist meistens auch das kleinste. Ja, ist manchmal recht spannend. Aber ich glaube, wir werden gut schlafen da. So, und jetzt noch kurz den Empfang anschauen darin. Richtig cool. Da schlafen wir heute. Karin verspeist heute ein Häschen zum Ostermontag. Von mir wär's Gnocchi.